Grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einer ruhigen Nacht fahren wir auf der Mani weiter Richtung Süden. Die Ruine Kelefas wurde 1679 von den Osmanen auf einen Felsvorsprung erbaut. Die strategisch günstig gelegene Burg konnte ein paar Jahre danach von den Manioten unter Kontrolle gebracht werden, um 30 Jahre später wieder von den Osmanen zurückerobert zu werden. Um 1780 verließen die Osmanen die Burg, die seither leider verfällt. Von der Hauptstraße biegt eine kleine Betonpiste nach Mezapos ab. Das kleine, beschauliche Dorf beherbergt neben Gerolimenas den einzigen Hafen an der Westseite der inneren Mani. Es ist heiß und wir suchen Abkühlung. Diese finden wir in jener kleinen Bucht. Am hübschen Kiesstrand, der hauptsächlich von Einheimischen besucht wird, lässt es sich schön schnorcheln. Ein Highlight verbirgt sich hier, eine kleine Höhle, deren Decke eingestürzt ist. Bei Sonnenschein entstehen dadurch wunderschöne Lichtspiele.
wird von einer kleinen Einkammerkirche bewacht, welche aus dem 18. Jahrhundert stammt. Sie ist mit Fresken bemalt und zahlreiche Ikonen schmücken ihre Wände. Wir fahren weiter auf die Cabo Grosso, zu Deutsch das große Kap. Hier ist unser erstes Ziel, die imposant an den Fels gebaute byzantinische Kirche Panagia Agitria aus dem 13. Jahrhundert. Über einen schmalen Weg erreichen wir in schweißtreibenden 15 Minuten das kleine Juwel. Die Mühe ist es allemal wegen der atemberaubenden Landschaft wert. In der Kirche können Marmorreliefs, geschnitzte Bodenmotive und mehrere Fresken besichtigt werden. Gleich neben der Kirche befinden sich Höhlen, die Zuflucht für Priester oder Mönche geboten haben. Am Weg retour zum Auto bietet sich uns ein wunderschöner Blick auf die Landzunge Tigani, wörtlich Bratpfanne. Hierbei handelt es sich um eine komplett zerstörte, im 6. Jahrhundert erbaute Burgruine. Die Hitze
Hitze und der Mangel an Schatten halten uns davon ab, die 1,5 Kilometer zur Spitze zu laufen. Die Drohne muss ersatzweise aufsteigen und uns Bilder vom Kap liefern. Das kleine malerische Dorf Stavri hat etwa 24 ständige Einwohner. Viele der Türme wurden restauriert, wie etwa der Tsitsiris-Turm, der 1820 erbaut wurde und heute als traditionelles Gästehaus betrieben wird. Weiter geht's durch die Einsamkeit der Halbinsel. Gerolimenas ist ein malerisches Küstendorf mit einem kleinen Naturhafen. Während der türkischen Besatzung war es eine der Basen der Piraten der Mani. Wir wechseln nun auf die Ostseite der Mani. Und erreichen nach einigen Höhenmetern das Dorf Lagia. Die Ostküste ist hier zum ersten Mal zu sehen. Bei einem kurzen Stopp finden wir diese kleine Kirche mit schönen Wandgemälden. Gleich daneben befindet sich ein verfallener Turm.
Schön langsam suchen wir nach einem Schlafplatz. In dieser wunderschönen Bucht finden wir ihn leider nicht. Heute sind wir zu faul, unser Abendessen selbst zu kochen. Da kommt uns dieses Lokal goldrichtig. Das Essen steht rasch am Tisch und schmeckt sehr gut. Eine wahrlich enge Straße führt zur Halbinsel Skopa. Hier gibt es kaum Parkplätze, somit ist es besser, beim Spielplatz zu parken und die restliche Distanz zu Fuß zurückzulegen. Die kleine Halbinsel Skopa bewacht, nur durch einen dünnen Streifen Kieselsteine mit dem Festland verbunden, den Hafen von Kotronas. Die Sonne steht immer tiefer und ein Schlafplatz muss her. Bei einem kleinen Friedhof finden wir ein Plätzchen und beenden hier diesen Tag. Schönen guten Morgen. Wir starten den Tag mit einem Bad im erfrischenden Nass in der nahegelegenen Bucht. Heute warten 200 Kilometer Strecke auf uns. Wir verlassen die Mani und fahren über Leonidi weiter nach Mykene. Die Insel Marathonisi, das antike Kranj, ist seit 1898 durch einen 150 Meter langen Damm mit Gythion verbunden. Nach der griechischen Sage verbrachten Paris und Helena hier ihre erste Liebesnacht.
Das Historisch-Ethnologische Museum, welches sich im Tschanetakis-Turm befindet, ist nicht geöffnet. An der Spitze der Insel beschützt ein 25 Meter hoher Leuchtturm die Hafeneinfahrt. Er leuchtet bis zu 9 Seemeilen. Gyttion mit seinen weiß getünchten, oft klassizistischen Häusern zieht sich eng angeschmiegt den Hang hoch. An Sehenswürdigkeiten hat die Stadt nicht viel zu bieten. Nur ein kleines Theater ist alles, was von der antiken Stadt übrig geblieben ist. Die Dimitrios strandete am 23. Dezember 1981 auf dem Strand von Valtaki. Gerüchten zufolge wurde sie zuletzt für den Zigarettenschmuggel zwischen der Türkei und Italien eingesetzt. Aufgrund technischer Probleme und einem kranken Kapitän machte sie 1980 im Hafen von Gyttion fest. Im Juni 1981 entschied die Hafenbehörde, das Schiff vor dem Hafen zu verankern. Kurz vor Weihnachten 1981 löste sie sich und trieb rund 5 Kilometer bis in die Bucht Valtaki, wo sie seitdem auf Sand liegt. Am Strand kommt man an einigen Schildkrötennestern vorbei. Skala beherbergt rund 3000 Einwohner und blickt auf eine bereits 5000 Jahre alte Geschichte zurück.
Nach einem kurzen Halt beim Supermarkt mit dem großen L beginnt es zu regnen. Wir durchqueren das Panongebirge, dessen höchste Erhebung 1940 Meter beträgt, ohne weiteren Zwischenstopp. Leonidi wurde malerisch an eine Felswand gebaut. Hier wohnen ca. 4000 Menschen.
Das Wetter ist noch immer schlecht und unser Tagesziel noch 100 Kilometer entfernt. Deshalb bleiben wir in Leonidi nicht stehen, sondern fahren an der Ostküste Arkadiens weiter. Die mykenische Burg Tyrins lassen wir für heute rechts liegen und düsen nach Mykene weiter. Die Wolken reißen auf und wir werden mit einem schönen Sonnenuntergang belohnt. Jetzt will nur noch ein Schlafplatz gefunden werden. Geschafft! Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert uns und drückt das Glockerl.